Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und nach jetzt fast 3 Wochen mache ich hier jetzt mein erstes Video. Ihr hört es vielleicht, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, mich hat es da ziemlich hart erwischt, aber the show must go on. Und heute gibt es ein Video von mir zu einer neuen Drohne, die mal nicht von DJI stammt, und diese Drohne hier, die kommt von der Firma Hover. Wir haben hier die Hover Air X1 Pro Max und die ist so ein bisschen in dem Bereich der DJI Neo bzw. über der DJI Neo, ich denke mal in Konkurrenz zur DJI Flip. Die, wie ihr seht, lässt sich nämlich hier auch so aufflippen. Und die hat auch sehr viele autonome Modi, wo sie euch verfolgen kann und so weiter. Und ich habe es noch gar nicht ausprobiert und will euch deswegen jetzt hier mal zum Erstflug mitnehmen. Ich habe die Drohne hier vor mir, ich habe sie schon aktiviert und auch den Akku geladen, die Firmware aktualisiert und so weiter. Also das habe ich schon mal vorbereitet. Wie das Ganze jetzt hier aber abschneidet, das möchte ich euch natürlich live, ich nenne es mal live, zeigen. Ich habe hier also die Drohne und lasst uns doch einfach direkt mal anfangen. Also ihr müsst die hier auch einfach nur aufklappen und dann mit dem üblichen Drücken der DJI-Drohnen einmal kurz und dann lang gedrückt halten, das Ganze starten. Und ich weiß nicht, ob ihr es hört. Es ist auch ein Lüfter verbaut, was schon mal nicht so schlecht ist. Current Mode Hover. Also ich denke mal, die wird jetzt gleich hier einfach nur schweben. Ich habe mir da die Anleitung schon mal so ein bisschen durchgelesen, was da so funktionieren soll, wie das funktionieren soll. Und ich würde jetzt sagen, wir gehen einfach mal die verschiedenen Modis hier durch. Ich habe jetzt hier den Hover-Modus, Track On steht hier jetzt auch noch drauf. Und starten lässt sich das Ganze dann ganz einfach mit einem Druck hier vorne auf die Taste. Und ich will euch da jetzt einfach mal mitnehmen. Ich habe eine Speicherkarte eingelegt. Die Drohne an sich hat auch 64 GB Speicher intern. Ich habe aber noch eine größere Karte eingelegt, weil ich nicht weiß, wie das jetzt hier ist. Die sollte jetzt, glaube ich, in 4K aufnehmen. Werden wir jetzt gleich sehen. Beginnen wir einmal. Ich drücke einmal. Da vorne leuchtet jetzt ein rotes Licht. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt verstehen könnt oder ob die Drohne so laut ist. Also sie macht schon ein relativ lautes Geräusch, aber sie schwebt jetzt hier einfach. Hover sollte, glaube ich, einfach ein Modus sein, wo sie schwebt und wo sie mich verfolgt. Also sie hat auch ein Tracking und wir sehen das jetzt hier auch schon. Sie verfolgt mich. Ich kann jetzt hier also auch weiter weggehen. Schauen wir einfach mal. Also sie sieht mich wirklich immer noch, was schon mal ganz cool ist. Also ihr habt ja einfach so einen Schwebemodus. Das ist wie der, ich glaube, Spotlight bei DJI, wo die Drohne einfach schwebt und das Motiv verfolgt. Das funktioniert schon mal sehr gut. Ich lasse sie landen. Dazu muss ich wahrscheinlich nur meine Hand ausstrecken. Cool. Also das hat schon mal sehr gut funktioniert, der Hover-Modus erstmal an sich. Ich bin gespannt, wie das Footage von der Drohne dann natürlich aussieht. Das blende ich euch natürlich in dem Video dann ein. Ich gehe hier mal weiter. Wir haben hier einen Zoom-Out-Modus. Hier steht jetzt auch 1,5 Meter Flat. Da bin ich mal gespannt, was passiert. Ich habe hier so ein bisschen Platz nach hinten. Mal schauen. Sie sollte, glaube ich, auch eine Umgebungserkennung haben. Da bin ich natürlich gespannt, wie es funktioniert. Ich fange jetzt einfach mal an und lasse die starten. Okay, das war cool. Die geht einfach nur 1,5 Meter flach nach hinten. Ihr könnt das Ganze auch übers Mobiltelefon, über die Smartphone-App dann nachher konfigurieren. Sie hat hier aufgenommen, hat rot geleuchtet, jetzt leuchtet sie wieder grün. Ich denke, ich kann sie hier wieder einfach landen lassen. Das ist schon sehr cool gemacht. Das erinnert mich direkt an die DJI Neo, bei der die ersten Features genau das hier waren. Die hier soll das qualitativ einfach sehr viel hochwertiger machen. Und auch hier von den Propellern, also da kommt man wirklich nicht mit den Fingern rein. Der Gimbal vorne ist stabilisiert. Das sieht alles sehr gut aus. Ich bin auf das Footage dann nachher gespannt und gehe mal in den nächsten Modus Follow. Wir haben hier jetzt also wirklich einen Active Track. Hier steht jetzt auch Mid und Flat. Das wird wahrscheinlich heißen, der Abstand wird so mittelmäßig sein und Flat heißt einfach, dass sie die Höhe hält. Ich bin gespannt. Ich lasse sie starten. Sie kündigt das auch alles an.
hat mich jetzt hier fixiert und wieder leuchtet die rote Lampe. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Follow hier so funktioniert. Also sie folgt mir wirklich. Es ist ein bisschen, ich nenne es mal ruckelig, wie sie sich bewegt. Also sie folgt mir. Wenn ich auf sie zugehe, geht sie nicht aus dem Weg, aber sie hält dann wieder den Abstand. Okay. Wow, also auch hier beim Rennen so gesehen, wenn man das so bei mir nennen kann, kommt sie gut hinterher. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich laufe zurück zur Kamera. Und sie folgt mir da. Also das funktioniert schon mal sehr gut. Ich bin gespannt, wie das nachher rüberkommt, ob das Ganze ein bisschen ruckeliger ist oder wie die Stabilisation so an sich ist. Ich lasse sie jetzt mal kurz landen. Okay, also da sie, ich hoffe, ich bin hier wieder im Fokus. Da sie ja nicht zurückgeht, wenn sie mich verfolgt, kann ich da wieder ganz einfach die Hand ausstrecken und die Drohne fangen. Das funktioniert also auch sehr gut. Sobald die Hand drunter ist, beendet es auch die Aufnahme. Ihr habt hier vorne, vielleicht seht ihr es, so ein grünes Licht. Das wird bei der Aufnahme rot. Also ihr seht auch wirklich, wenn aufgenommen wird. Ich habe ja hier jetzt gar keinen Controller und so weiter. Es ist wirklich alles in der Drohne. Wir haben noch 82% Akku. Das ist auch sehr cool gelöst. Ich mache hier gerade mal ein Video davon, dass ihr seht, wie das Display hier aussieht. Okay, das seht ihr auf dem Bild wahrscheinlich. Ja, mal schauen. Also 82% Akku haben wir noch Follow. Und ich glaube, oben links im Eck ist hier diese Hinderniserkennung eingeblendet, die euch dann sagt, ob die Drohne auch Hindernisse erkennen kann. Das werde ich aber ausgiebig noch, ich denke mal, in einem nächsten Video dann ausprobieren. Wir gehen mal in den nächsten Modus, Orbit. Ich gehe davon aus, die Drohne wird hier, genau, sie macht einen Orbit, hier steht auch schon alles dran, 1,5 Meter flat 360 Grad. Ich gehe davon aus, die wird sich jetzt 1,5 Meter von mir entfernen und dann einmal auf selber Höhe, ich sag mal, um mich rum fliegen. Wir haben hier ein paar Büsche und so weiter, das möchte ich jetzt nicht riskieren. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Sie geht zurück und hat jetzt die Aufnahme gestartet. Ist jetzt hier wirklich 360 Grad um mich herum geflogen. Die Aufnahme wurde jetzt beendet und jetzt kommt sie wieder zu mir. Ich kann die Hand ausstrecken und sie ist wieder gelandet. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Es ist jetzt so, DJI hat da ja schon eine sehr hohe Latte gesetzt. Ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze jetzt dann gleich auf dem Video aussehen wird. Aber bisher macht es ja einen guten Eindruck. Bird Eye. Spin-Off 5 Meter. Ich glaube, Bird Eye ist sowas wie der Rocket bei DJI, wo die Drohne einfach nach oben geht, weil hier stehen jetzt auch 5 Meter und Spinning Off. Das heißt, sie wird sich wahrscheinlich nicht drehen, wird aber 5 Meter nach oben gehen. Wir haben hier keinen Baum. Ich bin einfach gespannt. Ich probiere es einfach aus. Sie ist jetzt wirklich erst über mich geflogen, um dann zu sehen, ob ich da auch stehe. Geht da jetzt hoch? Bin mir nicht sicher. Ja, doch, könnten schon 5 Meter sein. Sie hat die Aufnahme auch erst später gestartet. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Und jetzt kommt sie wieder runter. Hat die Aufnahme auch schon wieder beendet. Der Gimbal wurde auch zuerst nach unten gedreht und dann hat sie versucht, mich zu erkennen. Sie leuchtet grün. Ich kann sie einfach fangen. Das hat jetzt also schon mal sehr, sehr cool funktioniert. Ich bin auch hier wirklich sehr gespannt auf die Aufnahme. Es ist so, dass sie wirklich erst anfängt aufzunehmen, wenn sie über euch schwebt. Also nicht so, wie die DJIs das machen. Die fangen ja an aufzunehmen, sobald ihr das startet und haben dann diesen ganzen
nach oben Flug, sag ich mal, über euch positionieren auch schon mit drauf. Ja, 75% Akku, testen wir mal weiter. Wir haben jetzt hier Dolly Track mit Flat. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil da kann ich mir jetzt nicht so wirklich was drunter vorstellen. Dolly ist ja eigentlich so ein bisschen wie auf einem Dolly und Track würde ich jetzt vielleicht erwarten, dass sie mich verfolgt in einer geraden Linie. Schauen wir mal. Sie hat sich in Position gebracht und nimmt auf. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Sie hat jetzt nicht mehr aufgenommen. Die Aufnahme wurde beendet. Jetzt bin ich mal gespannt, weil sie hat die Aufnahme aufgenommen und hat das Ganze dann wieder beendet. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es da jetzt gemacht hat. Ich probiere das einfach nochmal und bleibe einfach mal stehen. Also sie fixiert mich und hat jetzt die Aufnahme gestartet. Und sie schwebt jetzt und kommt auf mich zu. Okay, so ganz sicher bin ich mir nicht, was der Modus macht, aber das lässt sich ja im Nachhinein noch in der Anleitung rausfinden. Deswegen sind wir hier jetzt live. Ich muss ab und zu gucken, ob hier Autos oder sowas kommen. Ski Mode hatte ich gelesen. Das ist ein Verfolgungsmodus fürs Skifahren. Den lasse ich jetzt einfach mal weg. Cycling Mode wird dann wahrscheinlich auf dem Fahrrad die Verfolgung sein. Indoor Follow ist für Indoor Follow. Ich gehe mal davon aus, dass hier die Erkennung oder sowas verbessert ist oder abgeschaltet ist. Da gehe ich natürlich im anderen Video dann noch drauf ein. Jetzt sind wir wieder im Hover-Modus. Also okay, das waren jetzt erstmal so die Modis. Ich bin jetzt mal gespannt. Wir haben hier ein paar Büsche. Ich habe hier eine Insta360 Ace Pro 2 noch. Die nehme ich jetzt gleich mal in die Hand. Und ich probiere mal hier das Follow, ob sie mir hier so ein bisschen durch die Büsche folgen kann. Ich lasse sie mal starten. So, und jetzt nehme ich hier mal die Kamera. Ich mache die hier mal weg. So. Sie folgt mir sogar nach oben und nach unten. Also das ist schon mal nicht so schlecht. Jetzt gehen wir einfach mal hier. Ihr seht sie hier hinten wahrscheinlich. Da. Sorry. Da kommt sie angeflogen. Also das funktioniert hier jetzt schon mal gut. Ich gehe jetzt hier mal ein bisschen mehr in den Busch. Muss gucken, dass sich hier nicht irgendwo reindreht. Okay, jetzt ist es so, ich habe hier nicht wirklich ein Hindernis. Ich renne jetzt mal kurz ein bisschen von hier weg. Und dann schauen wir mal, ich lasse sie vielleicht einfach mal gegen die Kamera mit dem Stativ fliegen, je nachdem, was da passiert. Also wir haben jetzt hier die Drohne und ich verstecke mich jetzt einfach mal hier dahinter. Das ist cool. Sie verfolgt mich weiterhin, fliegt aber nicht in die Kamera, oder? Oh, doch, sie fliegt dagegen und blinkt gelb. Ihr seht es hier. Da ist sie jetzt dagegen geflogen. Sie hat also nichts erkannt. Muss ich mir mal genau anschauen. Ich lande sie jetzt mal kurz. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gerade gehört habt. Sie hat gesagt, Device Collision Detected. Ich tue mal hier die Insta360 kurz wieder normal hinstellen. So, Fokus passt hoffentlich.
Also hier auf dem Display steht jetzt auch Device Collision Detected. Das heißt, sie hat eine Kollision festgestellt, hat die aber nicht so richtig erkannt. Und jetzt weiß ich nicht genau, ich muss mich da natürlich erstmal informieren. Ich habe mich nicht wirklich richtig informiert über die Drohne. Sie kam erst gestern, ich habe das da gemacht. Wie das denn hier ist, weil sie hat hier unten Sensoren, da gehe ich aber mal davon aus, dass die eher fürs Landen zuständig sind. Sie hat auch hier hinten einen Sensor, aber nach vorne nicht. Da ist jetzt hier die Kamera. Ich muss das mal nachlesen, wie die damit umgeht, weil sie ist ja jetzt wirklich hier kurz gegen das Stativ geflogen. Es ist nichts passiert. Sie hat das Ganze ziemlich gut gepackt und ist da dann direkt ausgewichen. Aber ich hätte jetzt erwartet, dass sie erst gar nicht dagegen fliegt. Und müssen wir jetzt mal schauen, Device Collision Detected. Wie kann ich denn das hier weg? Okay, ich kann einmal draufdrücken. Jetzt sehe ich hier wieder Follow mit Flat, 55% Akku und hier die Sensoren. Ich bin mal gespannt, was sich da jetzt noch ergibt. Ich bringe euch das dann natürlich alles in einem anderen Video noch. Das war jetzt erstmal der Erstflug. Soweit bin ich eigentlich schon mal, ich sag mal, begeistert von den Funktionen, weil das Tracking und so weiter auch sehr sauber funktioniert. Da hat ja DJI, wie gesagt, die Latte sehr hochgelegt. Das sah jetzt relativ gut aus. Ich bin gespannt, wie das Footage dann am Rechner aussieht. Ich denke, im nächsten Video werde ich dann mehr darauf eingehen. Ich hoffe, das hat euch soweit erstmal gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Liked und abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt die gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich schalte die Drohne jetzt hier aus. Einmal lang drücken, klappt die zusammen und fertig soweit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.